Solltest du eine Sehschwäche haben und dir überlegen, deine Augen lasern zu lassen, schau dir zuerst dieses Video hier an und ich verspreche dir, am Ende dieses Videos wirst du eine andere Meinung zur Laseroperation haben. Wichtig ist an dieser Stelle, bitte teilt es wirklich, dieses Video, mit euren Freunden, mit euren Bekannten, um einfach nochmal euch wach zu rütteln, warum es eben nicht sinnvoll ist, seine Augen zu lasern und aus meiner Sicht auch eine sehr große Gefahr darin besteht. Wenn du mit den Gedanken gespielt hast, deine Augen lasern zu lassen, liegt es vielleicht daran, dass du eine Sehschwäche hast, vielleicht trägst du auch schon eine Brille und möchtest natürlich demzufolge keine Brille mehr tragen, keine Sehschwäche mehr haben, weil sie dich in irgendeiner Form belastet. Absolut verständlich, ich selber hatte auch mal eine Brille und ich hatte selber tatsächlich auch mal eine Hornhautverkrümmung, nebenbei auch noch eine Kurzsichtigkeit und natürlich habe ich mich damals auch mit dem Thema der Laseroperation beschäftigt. Die Laseroperation funktioniert allerdings nur dann, wenn du eine Hornhautverkrümmung hast. Also sprich, wenn du Kurzsichtigkeit hast oder eine Weitsichtigkeit hast, wird eine Laseroperation in keinem Fall was bringen. Warum nicht? Das möchte ich dir jetzt hier einmal zeigen. Wenn wir unser normales Auge haben und mal anschauen, wir haben vorne unsere Linse und dort trifft der Lichtstrahl ein und der trifft auf unsere Netzhaut, ja, und dann entsteht ein scharfes, klares Bild. Verschiebt sich der Punkt nach vorne, weiter nach hinten, ja, kann es sein, dass du kurzsichtig bist oder weitsichtig. Demzufolge haben wir immer ein unscharfes Bild, entweder wie gesagt kurzsichtig oder eben weitsichtig. Wenn du jetzt aber das Problem hast, weder in der Nähe noch in der Ferne scharf zu sehen, dann hast du vermutlich eine Hornhautverkrümmung und diese Hornhautverkrümmung wird im Prinzip mit der Laseroperation behandelt. Die wird nämlich geschliffen, kannst du dir wirklich vorstellen, und danach hast du wieder ein klares Sehen, so wie es halt beim normalen Menschen sein sollte. Eigentlich an sich eine gute Sache, wenn man sich das mal anschaut auf dem Papier, braucht einen ganz kurzen Eingriff, meistens unter einer Stunde, und dann hast du sozusagen wieder klares Sehen. Allerdings, jetzt kommen wir schon mit den ersten Nachteilen. Zum einen hast du natürlich den Eingriff. Also der Eingriff ist eigentlich so das geringste Problem, auch wenn man sich davor wahrscheinlich am meisten verfürchtet. Viel schlimmer sind aber die Nebenwirkungen. Heißt, wenn du eine Laseroperation machst, kann es wirklich sein, dass du ja im Dunkeln nichts mehr erkennst, weil das Kontrastsehen verloren geht und du im Prinzip eine Nachtblindheit bekommst. Ja? Das ist so eine klassische Nebenwirkung, kannst du auch gerne dazu mal ein bisschen recherchieren. Dazu gibt es wirklich viele Erfahrungsberichte und ich selber habe in meiner Familie, du musst dir vorstellen, ich habe eine sehr große Familie, einfach mich mal umgehört und gefragt, wer hatte denn mal eine Brille oder eine Laseroperation und ja, was hat er denn da für eine Erfahrung gemacht, und genau das gleiche wie diese Nebenwirkungen wurden mir auch berichtet. Da wurde geklagt über Nachtblindheit, Kontrastverlust, trockene Augen. Und das viel Schlimmere ist, nach wenigen Jahren, wir reden da so von 5 bis 10 Jahren, hast du wieder eine Sehschwäche. Weil diese Hornhaut, musst du dir vorstellen, ist ja nur aufgrund unserer Gewohnheiten verkrümmt geworden. Also du musst dir vorstellen, unser Auge hat 6 Muskeln und du musst dir wirklich vorstellen, wenn unser Auge stur einen Muskel anspannt, kannst du dir wirklich vorstellen, wie so ein Bizeps, den spannst du jetzt die ganze Zeit an, irgendwann verkrampft der richtig und wir versuchen beim Augentraining im Prinzip diesen Muskel wieder zu lösen, dass er sich entspannt. Und du musst dir vorstellen, die Hornhaut ist wirklich nur dafür da, um dein Auge zu schützen. Also quasi ein Schutzschild. Wenn das verkrümmt ist, dann liegt es einfach nur daran, dass die Muskelgruppen dazu doll auf einen Punkt zu sehr angespannt sind und demzufolge müssen wir einfach nur wegtrainieren, dann wird es auch wieder glatt. Ja? Wenn wir die Muskelverspannung lösen, dann entspannt sich auch wieder die Hornhaut. Das Schlimme ist auch bei der Laseroperation, die findet natürlich direkt auf unserer Hornhaut statt. Also sprich, die ganze Verkrümmung wird einmal glatt geschliffen, ja, dass wir sozusagen dann wieder perfekt sehen können. Das Schlimme ist nur, wir haben wirklich nur einen halben Millimeter Dicke, ja, in unserer Hornhaut. Ja, die ist wirklich nur einen halben Millimeter dick, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt so einen halben Millimeter kannst du dir vorstellen, und davon wird wirklich die Hälfte weggeschliffen. Heißt also, unser Auge ist dadurch sehr anfällig. Heißt, das Schutzschild, was wir eigentlich benötigen, ja, was wir wirklich brauchen, damit unsere Augen wirklich auch vor äußeren Einflüssen geschützt sind, wird extrem geschwächt. Demzufolge entstehen halt auch die ganzen Nebenwirkungen, aber noch viel schlimmer ist, wenn du nach ein paar Jahren, wie gesagt, wieder eine Sehschwäche bekommst, kannst du eben dann nicht nochmal zur Laseroperation gehen, denn die Hälfte ist ja schon weg. Und wie der Name schon sagt, Hornhaut, ja, dort ist nichts durchblutet, das ist ein totes Gewebe im Prinzip. Heißt also, die kann sich auch nicht zurückentwickeln, also einmal weg ist für immer weg. Ja. Ein irreparabler Schaden ist entstanden und da wird auch nie wieder was wachsen. Viel schlimmer ist es noch, solltest du vielleicht im Alter aufgrund äußeren Umständen oder warum auch immer einen grünen oder einen grauen Star entwickeln, kann man das tatsächlich deutlich schlechter behandeln, im Prinzip gar nicht mehr, denn unsere Hornhaut ist so geschwächt, dadurch, dass dieser Eingriff stattgefunden hat, heißt, dass du wieder sozusagen einen grünen oder einen grauen Star tatsächlich nicht mal mehr operativ behandeln können. Ja? Also sprich, auch für die Zukunft hast du schlechte Karten, wenn du Probleme mit deinen Augen hast. Und du solltest dir jetzt die Frage stellen, wann mache ich das Augentraining? Jetzt gleich, wo ich noch keine Laseroperation gemacht habe, oder nachdem ich die Laseroperation gemacht habe, vielleicht in 5, vielleicht auch in 10 Jahren, wo du merkst langsam, jetzt werden meine Augen wieder schlechter. Denn im Prinzip, was passiert? Wir haben unsere Gewohnheiten nicht geändert. Ja, die Hornhautverkrümmung ist entstanden, weil wir eben Gewohnheiten hatten,
die eben diese Hornhautverkrümmung gefördert haben. Und in 5 Jahren, vielleicht auch ein bisschen spät, entstehen wieder exakt dieselben Sehschwächen. Und spätestens da wirst du dann anfangen mit dem Augentraining. Heißt also, ist es im Prinzip wirklich nur eine Frage der Zeit. Entweder machst du Augentraining jetzt, um deine Sehkraft zu verbessern, oder in 5 bis 10 Jahren, wenn du einfach merkst, dass deine Augen sich wieder verschlechtert haben. Und wie gesagt, ich möchte hier in aller Deutlichkeit nochmal betonen, eher möchte ich darauf aufmerksam machen, weil es eben nicht so kommuniziert wird. Es wird einfach als das beste Heilmittel angepriesen, was es ist es aber letztendlich nicht, denn wenn du nach 5 bis 10 Jahren exakt dieselben Beschwerden hast, ist aus meiner Sicht das eben nicht sehr sinnvoll. Und natürlich weiß ich, dass die Augengesundheit sehr wichtig ist, denn wir brauchen das schließlich unser Leben lang. Heißt also, wir sollten eher auf natürliche Methoden zurückgreifen können, so wie mit dem Augentraining, ein bisschen an unsere Gewohnheiten ändern, ein bisschen an der Ernährung darauf achten, dass wir eben genügend Energie in unseren Augen haben und eben entsprechend sehr vorsichtig damit umgehen. Das ist schließlich ein Sinnesorgan und das benötigen, wie gesagt, unser Leben lang. Deswegen, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn du dieses Video hier teilst. Gerne, wie gesagt, an deine Freunde, Familie, jemanden, der einfach seine Laseroperation demnächst machen möchte, der vielleicht auch überlegt, eine machen zu lassen. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass ich mit diesem Video hier ein bisschen aufräumen könnte.